Wie kann ich meine Sanktionslistenprüfung bestmöglich automatisieren und gleichzeitig rechtssicher bleiben? Wäre es nicht schön, die Prüfungen laufen automatisch im Hintergrund durch und ich muss nur noch bei einem Treffer das Steuer übernehmen. Wir schauen uns jetzt 6 unverzichtbare Merkmale an, die auch deine Sanktionssoftware haben sollte. Mein Name ist Merike und ich entwickle mit meinen Kollegen Trade Compliance Lösungen. Oh, und übrigens, einige visuelle Elemente wurden mit KI erstellt. Los geht's! Was heißt Folgendes? Makkelijk te integreren. Na, wer hat's verstanden? Das war Niederländisch. Auf Deutsch, einfach zu integrieren. Jetzt verstehen wir uns, oder? Genauso ist es bei der Anbindung einer Sanktionssoftware an eure vorhandene Systemlandschaft. Alle Anwendungen müssen miteinander sprechen. Und, ganz wichtig, alle müssen sich auch verstehen. Euer Vorsystem schickt die Daten rüber, die geprüft werden sollen, und die Prüfsoftware schickt Informationen zurück an euer Vorsystem. Zum Beispiel, wenn du bei einem Treffer eingreifen musst. Das klappt, wenn es entsprechende Konnektoren gibt, mit denen ihr die Prüfsoftware an euer Vorsystem anbinden könnt. Das kann SAP, Salesforce, Excel oder ein anderes Tool sein. Alternativ braucht es eine gut dokumentierte Schnittstelle, damit ihr diese Anbindung selbst programmieren könnt. Eine einfache Integration ist entscheidend, um effizient arbeiten zu können. Und das sollte deine Software dir bieten. Sprechen alle die gleiche Sprache, laufen die Prüfungen. Geweldig, toch? Bist du schon mal nachts aufgewacht und hast dich gefragt, sind meine Daten sicher? Wann immer sensible Daten im Spiel sind, hat Sicherheit oberste Priorität. Nimm dazu die Software und ihren Anbieter genau unter die Lupe und achte vor allem auf diese 3 Faktoren. Erstens Verfügbarkeit, denn niemand kann sich einen Ausfall leisten. Sind Maßnahmen und Konzepte vorhanden, um eine dauerhafte Verfügbarkeit der Prüfung, aber auch von euren Prüfprotokollen zu garantieren. Zweitens, Vertraulichkeit. Eure Daten sind natürlich streng vertraulich und müssen auch so verarbeitet werden. Sind eure Daten denn digital und physisch bestens geschützt? Und tut euer Anbieter alles Erdenkliche dafür, dass das auch so bleibt? Drittens, Integrität. Eure Prüfprotokolle taugen als Nachweis nichts, wenn die Integrität der Daten nicht gewährleistet ist. Gibt es klar definierte Prozesse der Informationsverarbeitung, die diese Integrität garantieren? Außerdem, versprechen kann man ja viel, deswegen sollte die Sicherheit auch von Dritten zertifiziert sein. Wer hier einen Haken dran machen kann, kann nachts auch gut schlafen. Sanktionslisten ändern sich ständig. Neue Einträge kommen dazu und anderen fallen wieder raus. Um hier rechtssicher zu bleiben, müssen die Listen, gegen die die Software prüft, immer aktuell sein. Am besten ist es, wenn die Software nur die Originallisten der jeweiligen Behörden oder von zertifizierten Content-Providern verwendet und diese täglich auf Änderungen prüft. Ändert sich eine Liste, zum Beispiel durch ein neues Sanktionspaket, dann wird umgehend die aktualisierte Liste verwendet. Das alles sollte die Software natürlich ganz von alleine und im Hintergrund machen. Das Auto-Update für aktuelle Listen. Kennt ihr auch jemand, der ein Gedächtnis hat wie ein Elefant? Eure Software sollte auch nie was vergessen. Das heißt, für jede Prüfung ein Protokoll, das alles dokumentiert. Geprüfter Vertragspartner, Datum, geprüfte Listen, Ergebnis und gegebenenfalls einen eigenen Kommentar aus der Trefferbearbeitung. Wie zum Beispiel hier. Echte Treffer gefunden, Vorgang gestoppt, Rechtsabteilung informiert. Na perfekt. Das sieht nicht nur gut aus, sowas könnt ihr auch bei einer Außenwirtschaftsprüfung ganz gelassen übergeben. Oder wenn zum Beispiel die US-Behörden vor der Tür stehen. Weißt du, was ich an einem guten Bürostuhl so toll finde? Es gibt für alles einen Hebel. Sollte deine Software übrigens auch haben, um sie an eure Bedürfnisse anzupassen. Zum Beispiel die Möglichkeit, weitere Sanktionslisten in die Prüfung mit einzubeziehen, wenn zum Beispiel ein internationaler Standort dazukommt. Oder die Empfindlichkeit des Systems. Ab wie viel Prozent Übereinstimmung zwischen Sanktionslisteneintrag und geprüftem Geschäftspartner gibt es eigentlich einen Treffer? Kannst du diesen Wert ändern, kannst du die Balance zwischen Aufwand und Risiko für eure Situation optimieren. Und unterschiedliche Nutzungsprofile. Für eigene Prüfeinstellungen, zum Beispiel für den Vertrieb und für die Kollegen in HR. Mit diesen Stellschrauben seid ihr auch langfristig gut aufgestellt. Hier gibt's auch noch eine.
sauber machen. Hiermit doof. Aber hiermit, das macht sogar Spaß. Die beste Software ist die, die man gerne bedient. Bei Sanktionslistenprüfung heißt es, klare Benutzerführung und fachliche Hilfestellung direkt in der Software. Und im Fall der Fälle einen schnellen Support aus echten Menschen, die sowohl technische als auch fachliche Hilfe bieten. Klingt doch gut. Entscheidend für eure Rechtssicherheit ist aber nicht nur, wie geprüft wird, sondern auch, wer geprüft wird. Prüfe ich nur meine Kunden oder wen noch eigentlich alles? Das erfährst du im Video hier. Hast du eine Frage oder Anmerkung? Schreibt's mir gerne in die Kommentare.